Hello, good morning. Hallo, guten Morgen. My brothers and sisters who are confident Meine Brüder und Schwestern, die zuversichtlich sind, that Jesus was not going to quit inside of you. dass Jesus nicht aufhören wird, in ihnen zu arbeiten. So look, he says in verse 7, In Vers 7 sagt er, it's no wonder I pray with such confidence, es ist kein Wunder, dass ich mit solcher Zuversicht bete, since you have a permanent place in my heart. da ihr einen festen Platz in meinem Herzen habt. Look at this. Sieh mal, Paul gave that church, these brothers and sisters, a permanent place in his heart. Paulus gab dieser Gemeinde, diesen Brüdern und Schwestern, einen dauerhaften Platz in seinem Herzen. This is why the relationships lasted. Deshalb hat ihre Beziehung gehalten. How many of our Christian relationships are not really heart relationships? Wie viele unserer christlichen Beziehungen sind keine wirklichen Herzensbeziehungen? Guys, if we don't have true heart-to-heart relationships, no wonder they're not going to last. Wenn wir keine echten Herz-zu-Herz-Beziehungen haben, ist es kein Wunder, dass sie nicht halten. In difficult moments, they just fall apart. In schwierigen Zeiten brechen sie einfach auseinander. So we need to learn to live with our brothers and sisters in true heart-to-heart relationship. Wir müssen also lernen, mit unseren Geschwistern in echten Herz-zu-Herz-Beziehungen zu leben. But he connects his confidence in prayer with the place they have in their hearts. Paulus verbindet seine Zuversicht im Gebet mit dem Platz, den sie in seinem Herzen haben. Let me tell you something. Lass mich dir etwas sagen. It depends which relationship you have with people with how you will pray for them. Wie du für jemanden betest, hängt davon ab, was für eine Beziehung du zu der Person hast. You're going to pray completely different for people that have a real place in your heart than for people that are just part of your life. Du wirst ganz anders für Menschen beten, die wirklich einen Platz in deinem Herzen haben, als für Menschen, die einfach nur Teil deines Lebens sind. You pray with a different faith, with a different concern, a different care. Du betest mit anderem Glauben und Interesse und anderer Fürsorge. And then he says, you have remained partners with me in the wonderful grace of God. Dann sagt er, ihr seid mit mir verbunden geblieben in der wunderbaren Gnade Gottes. Even though I'm here in chains for standing up for the truth of the gospel. Auch wenn ich hier in Ketten liege, weil ich für die Wahrheit des Evangeliums eintrete. So Paul was in prison as he was writing this letter. Paulus war also im Gefängnis, als er diesen Brief schrieb. And these Philippians, they made a clear statement. Und diese Philipper brachten deutlich zum Ausdruck. And we will see this later, especially as we go into chapter 4. Wir sehen das auch später noch, besonders in Kapitel 4. And the statement was, Paul, even though that you're in prison, we will still remain your partners. Dass sie trotzdem weiterhin an der Seite von Paulus stehen, auch wenn er im Gefängnis ist. And you will find out later in this epistle, not every church treated him like that. Später in diesem Brief werden wir noch sehen, dass nicht jede Gemeinde so mit ihm umging. There was a very special heart relationship between the Philippians and Paul. Es gab eine ganz besondere Herzensbeziehung zwischen den Philippern und Paulus. So right now, as Paul is writing this, he's in chains, he's locked away because of the gospel. Also während Paulus das schreibt, ist er wegen des Evangeliums eingesperrt und in Ketten. And the Philippians took the words of Jesus very serious. Und die Philipper nahmen die Worte Jesu sehr ernst. You remember when Jesus said, I was in prison and you did not visit me? Erinnerst du dich, als Jesus sagte, ich war im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht? And they said, when did we see you in prison? We never saw you in prison. Sie fragten, wann haben wir dich im Gefängnis gesehen? Das haben wir nicht. And Jesus said, Jesus antwortete darauf, what you've done to one of the least of mine, you've done unto me. was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir auch getan. So these Philippians, they were so committed to Jesus, and because of that, they were also so committed to Paul. Diese Philipper waren sehr engagiert für Jesus und somit waren sie es auch für Paulus. Let's go to verse 8. Gehen wir zu Vers 8. Only God knows how much I dearly love you with the tender affection of Jesus, the Anointed One. Nur Gott weiß, wie sehr ich euch innig liebe mit zärtlicher Zuneigung von Jesus, dem Gesalbten. You know, and I've mentioned this before. Ich habe es schon erwähnt, Paul must have been an extraordinary person, so overflowing with love. dass Paulus ein außergewöhnlicher Mensch gewesen sein muss, überfließend von Liebe. You know, if you look how he was with the Ephesians, Wenn du dir anschaust, wie er mit den Ephesern umging, in Acts chapter 20, in Apostelgeschichte Kapitel 20, how there was such a tender, loving, caring relationship. wo sie solch eine zärtliche, liebevolle, fürsorgliche Beziehung zueinander hatten.
And I think this was one of the most beautiful character traits of the Apostle Paul. Ich finde, das war eine der schönsten Charaktereigenschaften des Apostel Paulus. That Paul was such a radical apostle. Er war so ein radikaler Apostel. I mean, if you could actually meet him in person, Wenn du ihn persönlich treffen könntest, you would find out that the guy was super intense and super radical. dann würdest du feststellen, dass er total krass und radikal war. He didn't care about persecution. He didn't care about being beaten. Er kümmerte sich nicht um Verfolgung oder geschlagen zu werden. Willing to die. Er war bereit zu sterben. He made statements that are very radically about working day and night. Er machte radikale Aussagen, Tag und Nacht zu arbeiten. He even said that he was beating his own body. Er sagte sogar, dass er seinen eigenen Körper geißelte. That's how self-disciplined he was. So diszipliniert war er. So Paul was an extremely self-disciplined person, Paulus war also ein extrem selbstdisziplinierter Mann, extremely intense and radical, extrem intensiv und radikal, demanding the same high standard of living from others, which you can read in his letters. verlangte den gleichen hohen Lebensstil von anderen, wie du in seinen Briefen lesen kannst. He tells the Corinthians, look, Jesus died for you, therefore you are not supposed to live for yourself anymore. Er sagte den Korinthern, Jesus starb für euch, deshalb sollt ihr nicht mehr für euch selbst leben. And that intense person had such a tender heart of love. Und dieser starke Mann hatte solch ein zartes Herz der Liebe. We need men today, and I speak specifically men because Paul was male. Wir brauchen heutzutage Männer, und ich spreche speziell von Männern, denn Paulus war ein Mann. We need men today that are extremely tough and yet extremely soft. Wir brauchen Männer, die extrem zäh und dennoch extrem weich sind. And that's what Paul was. So war Paulus. Look, Paul says, the only one who actually knows my tender affection of you is God. Er sagte, der Einzige, der meine zärtliche Zuneigung zu euch kennt, ist Gott. But look, what's the secret? Doch schau, was ist das Geheimnis? The secret was not that Paul was such a loving man. Das Geheimnis war nicht, dass Paulus solch ein liebevoller Mann war. He says, the tender affection of Jesus. Er sagte, die zärtliche Zuneigung von Jesus. You see, he understood that it's the love of Jesus that is flowing through me to the Philippians. Er verstand also, dass es die Liebe Jesu war, die durch ihn zu den Philippen floss. Here is a huge key to walking in perfect love. Hier liegt ein riesiger Schlüssel, um in perfekter Liebe zu leben. To learn to let Jesus love others through us tenderly. Zu lernen, Jesus zu erlauben, andere durch uns zärtlich zu lieben. I want to be an extremely caring and loving person and an extremely tough and tense person. Ich möchte eine extrem liebevolle und fürsorgliche Person sein und gleichzeitig eine extrem starke und zähe. We need men like that. Wir brauchen solche Männer. See you guys tomorrow. Bis morgen.